Bisschen nach hinten, hinter die Kulissen geschaut. Sie sitzen ja jetzt schon länger in Berlin. Wie groß ist denn im Moment das Team in Deutschland, Schrägstrich für Europa aktiv? Wie sind Sie da im Moment aufgestellt? Ja, also Pipedrive ist ein globales Unternehmen, also jeder Standort betreut seinen Markt, aber also wir haben aber auch Standorte, die betreuen aber auch globale, also da sitzen globale Teams und die betreuen eigentlich auch die Welt und Unternehmen sind auch marktübergreifend, agieren die. Und zum Beispiel jetzt in Estland und Tschechien haben wir viele der Tech-Teams platziert. Deutschland beheimatet mehrere Teams, insbesondere aber Marketing. Und neben London und Tallinn werden hier also Marketingaktivitäten geplant, vorangetrieben. Und ansonsten haben wir hier auch Design, Sales, Support, Engineering, Recruitment und Lokalisierungsteams, die uns auch näher zum deutschen Kunden bringen sollen. Also circa 25 Mitarbeiter aktuell und genau, bis Ende 2022 wollen wir noch deutlich wachsen. Ich finde es deshalb spannend, weil ich habe es beim letzten Interview auch gesagt, wir hatten ja einen Kunden mit Pipedrive einen Kunden beraten. Und da ist dann Pipedrive der Auserwählte gewesen. Und damals haben wir den Kollegen von Pipedrive aus London quasi per Webkonferenz eingespielt bekommen. Und das hat trotzdem funktioniert. Und jetzt ist sozusagen nicht nur die gefühlte Nähe da, sondern es ist tatsächlich da. Insofern, jetzt sind wir wieder in Corona, könnten sagen, es ist trotzdem wurscht, wo die Leute sitzen, weil Webkonferenz ist Webkonferenz, ob man jetzt in London sitzt oder in Berlin oder in Tübingen oder in Frankfurt, das ist völlig egal. Aber am Ende ist es durchaus manchmal auch so dieses Herzgefühl nach dem Motto, ja, nach Berlin kann ich dann doch anders agieren wie nach London. Von daher, das zeigt sich ja auch diese tolle Entwicklung, dass eben 25 Leute ist ja schon auch eine Hausnummer. Und ich denke auch, dass egal wo die Leute sitzen, ob jetzt in Tschechien, Island oder sonst wo, Hauptsache sie sind kompetent und sprechen meine Sprache. Und das ist, glaube ich, im doppelten Sinne gemeint, sprechen meine Sprache. Also zum einen die Landessprache, aber auch das Verständnis der Zielgruppe. Durchaus. Das halte ich dann, das macht eigentlich am Ende das aus. Also ich habe jetzt neulich mal Geld überweisen müssen zu einem Freund, der in Geldnot war, und dann ging das nach Saudi-Arabien und dann war halt auch der Service in Englisch, und dann habe ich gesagt, okay, mir ist das wurscht, aber man muss es halt können in dem Fall, und wäre jetzt doof, wenn da jemand nur dran sitzt, der halt Portugiesisch kann, und deswegen ist ja schon auch die Erwartungshaltung, glaube ich, da, dass man die jeweilige Landessprache auch ganz ordentlich beherrscht. Ja, über den Produktfeatures-Bereich haben wir geguckt. Ich habe mal über die Organisation haben wir gesprochen. Ich persönlich glaube, dass Pipedrive auch ein bisschen anders agiert wie Unternehmen, und das wollte ich nochmal hören. Im Sinne von, wie boarde ich on, also wie ist das Onboarding bei Ihnen, wenn man sich für Pipedrive entschieden hat? Also da habe ich zumindest in Erinnerung, dass Sie da in der Vergangenheit ein bisschen anders agiert haben, ein bisschen enger am Kunden geblieben sind, enger den Kontakt gehalten haben. Ich vergleiche das immer so ein bisschen auch mit, das darf ich tun, es ist Searchmetrics, es ist jetzt keine Konkurrenz zu Ihnen, die eben auch ein extrem cooles Onboarding gemacht haben, und das, glaube ich, da sind Sie da auch ein bisschen in der Richtung unterwegs. Sehe ich das richtig? Erinnere ich mich da richtig?